Du bist gerade auf der Suche nach einer Werkstudierendenstelle, einem Praktikum oder einem Job. Gerade hast du deinen Traumjob entdeckt und willst einen Lebenslauf schreiben, der dich ins Vorstellungsgespräch bringt. Jetzt muss ein aussagekräftiger CV her. Aber wie? Ein erstes Wort. Dein Lebenslauf sollte vom Inhalt her zu der ausgeschriebenen Stelle passen. Vermeide es, einfach immer denselben Lebenslauf zu kopieren und jeder Bewerbung beizulegen. Teile deinen Lebenslauf in thematische Abschnitte ein. Üblicherweise nennst du im ersten Abschnitt deine persönlichen Daten. Wichtig sind Kontaktdaten, also Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Du kannst auch dein Geburtsdatum und den Geburtsort erwähnen, musst du aber nicht. Deine Eltern oder Geschwister brauchst du nicht erwähnen. Nationalität und Religion müssen auch nicht angegeben werden. Falls du ein Xing- oder LinkedIn-Profil hast, verlinke es hier. Ein Foto ist kein Muss. Wenn du ein Bild verwendest, dann achte auf die Qualität und mach ein freundliches Gesicht. Besser keine biometrischen Passbilder, da man hier selten freundlich schaut. Dann folgt dein Werdegang, den du antichronologisch anlegst. Was heißt das genau? Antichronologisch bedeutet, du führst deine aktuellste Station ganz oben auf. Denn die aktuellsten Stationen sind aus Sicht der ArbeitgeberInnen immer die wichtigsten und interessantesten. Gib jeweils den exakten Zeitraum an mit Monats- und Jahreszahl. Beginnen kannst du mit dem Abschnitt Studium und Schule. Solange du noch studierst, ist dies deine Haupttätigkeit. Deshalb sollte der Themenblock Studium und Schule ganz oben stehen. Zudem ist dein Studierendenstatus Voraussetzung für eine Anstellung als Hiwi, Werkstudentin oder Praktikantin. Wichtig sind folgende Informationen: Name der Institution, Ort, Name der Ausbildung oder Studienfach und erreichter oder angestrebter Abschluss. Außerdem solltest du auf deinen Schwerpunkt oder wesentliche Studieninhalte eingehen. Nenne außerdem den Titel deiner Abschlussarbeit. Die Grundschule kannst du in deiner Aufzählung komplett weglassen. Jetzt kommen deine beruflichen und praktischen Erfahrungen. Dazu gehören Praktika, Hiwi-Stellen, Werkstudierendentätigkeiten, Festanstellung und freiberufliche Arbeit. Auch hier gilt: Nenne den Namen des Unternehmens, deine Funktion und die Abteilung, in der du gearbeitet hast. Dein Lebenslauf sollte konkret zeigen, welche Aufgaben du in deinen bisherigen Jobs erledigt hast. Verwende dazu am besten Aufzählungszeichen und Halbsätze. So kann die Personalkraft auf einen Blick erkennen, was du kannst. Konzentriere dich auf die Aufgaben, die für deinen Wunschjob wichtig sind. Weniger Relevantes kannst du zusammenfassen oder weglassen. Nebentätigkeiten, die nicht direkt in Verbindung zu deinem Wunschjob stehen, wie zum Beispiel Kellnern oder Nachhilfe, solltest du in einem extra Abschnitt und kürzer aufführen. Wenn mehrere deiner Stationen im Ausland waren, kannst du darauf auch in einem eigenen Abschnitt eingehen. In den Lebenslauf gehören auch deine Sprach- und IT-Kenntnisse. Gib auf jeden Fall eine Einstufung deiner Fähigkeiten an. Auch Zusatzqualifikationen, wie zum Beispiel Weiterbildungen, nicht vergessen. Auch hier gilt: Wenn du viel gemacht hast, treffe eine Auswahl, die inhaltlich zu deinem Wunschjob passt. Wenn du magst, kannst du am Ende auch auf dein ehrenamtliches Engagement und deine Interessen eingehen. Du schließt deinen Lebenslauf mit Ort, Datum und deiner Unterschrift ab. Optional hast du die Möglichkeit, zu Beginn deines Lebenslaufes ein Kurzprofil über dich einzufügen. Achte prinzipiell auf eine gut lesbare und einheitliche Schriftart. Dabei sollte die Schrift nicht zu klein sein, mindestens 10 Punkt. Wichtig ist auch, dass du auf konkrete Rechtschreibung und Groß- und Kleinschreibung achtest. Schließlich ist dein Lebenslauf eine Visitenkarte dafür, wie sorgfältig du arbeitest. Top 5 Do's and Don'ts. Führe deine Stationen antichronologisch auf. Schreibe zu Studium und praktische Erfahrung jeweils Inhalte in Stichpunkten. Stufe deine Sprach- und IT-Kenntnisse ein. Achte auf einheitliche Schriftart und Schriftgröße. Wähle ein passendes Layout für deinen Lebenslauf, das zu dir und der Arbeitgeberin passt. Hast du noch mehr Fragen zum optimalen Lebenslauf? Oder passt dein Lebenslauf nicht in die Vorlage? Dann komm zu uns. Wir beraten dich gerne individuell.